hinterfrage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage fürs Kollektiv. Ich bin gespannt, was uns hier trifft. Ja, wir haben hier für einige, denkt daran, es ist eine kollektive Energie, dass es darum geht, in Würde zu altern. Das heißt, Umstände zu erschaffen, in denen man, ja, guckt euch das mal an, den Ruhestand genießen kann. Vielleicht auch das häusliche Umfeld genießen. Einen Platz erschaffen, bei dem man sich wohlfühlt, wo die Gegebenheiten so sind, wie sie sein sollen, bei denen man sich wohlfühlt. Also es geht, glaube ich, hier sehr viel darum, dass man sich anguckt, wie schaffe ich mir Gegebenheiten, die mich in Ruhe altern lassen oder auch weiterleben lassen. Ne? Ich mache das mal hier hin, sonst sieht man das nicht richtig. Ja. Für einige geht es tatsächlich auch darum, sich ein neues Wohnumfeld zu schaffen, anzugucken, was mache ich, möchte ich vielleicht nochmal umziehen, was braucht eine frische Energie und so weiter. Jetzt nehmen wir das große Blatt, damit wir die energetischen Themen genau angucken können. Spannend, spannend. Es geht um uns selbst. Wir gucken ins Kartenblatt rein. Ich muss die Karten weglegen, sonst habe ich den Platz hier nicht. Ja, wir sind unterwegs. Vielleicht auch tatsächlich auf der Ebene, welche Träume man noch umsetzen möchte. Auch die nächsten 14 Tage sind so sehr mit Weiterkommen und Sehnsüchten in den jeweils persönlichen Bereichen gekennzeichnet. Es kann sogar sein, der ein oder andere macht so Kurskorrekturen auf seiner Lebensreise. Das heißt, er steckt ein Ziel um oder er ist an sich viel unterwegs, um Dinge des eigenen Lebens oder der Lebensvision auch umzusetzen. Wir haben hier die Karte Umziehen, ne? Und wir haben hier das Kreuz im Haus des Hauses. Also spezieller kann es ja eigentlich gar nicht sein. Es geht um das Umfeld, es geht vielleicht auch um die Wege, die man zurücklegen muss. Man guckt sich an, wo habe ich hier Konflikte, vielleicht auch mit meiner Vitalität oder wo bin ich vielleicht auch an einem Ziel von mir vorbeigeschrammt und hier kommt die Veränderung. Die Veränderung ist in Kürze zu klären. Und ich habe mehrere Bereiche. Also man wird sehr viel unterwegs sein, auch in Gedanken, und um abzuchecken, ne? Wo habe ich tatsächlich vermieden, auch etwas in meine Richtung zu gestalten, wo habe ich was verpasst. Und man nimmt jetzt hier die Veränderung an und nimmt sie in die Hand. Die Familienthemen sind hier natürlich mit dabei. Es geht da mit dem Haus auch darum, das Umfeld zu klären. Ich habe zum Beispiel jahrelang zwischen anstrengenden Nachbarn gewohnt und habe nichts gemacht. Und was hat mich das genervt? Ne? Es war immer laut, es wurde immer geguckt und gemacht und dir schwierig gemacht. Ich habe es hingenommen. Ne? Und genau um sowas geht es jetzt. Wo brauche ich ein bisschen mehr Struktur in meinem Umfeld? Wo bin ich gerne, wo bin ich nicht gerne? Wo kann ich etwas investieren in mich? Das mir meinen Zielen, dass ich mich wohlfühle und in Ruhe leben kann, dass das für mich gegeben ist. Die Neubeginne der nächsten 14 Tage liegen hier tatsächlich mit dem Schlüssel. Hier gehen schicksalshaft neue Türen auf. Hier guckt man sich an, was noch in Liebe ist, wo
wo eben das fehlt, ne, wo mehr Konflikt ist als Liebe oder zu Hause ankommen. Umbrüche, Klarheit. Ich habe hier überall, wo so, das fühlt sich falsch an oder das fühlt sich falsch an, eine ganz schnelle Wende kommt. Und hier haben wir dann auch noch die klassische Umzugskombination. Es kann ja auch sein, man veräußert eine Immobilie oder was weiß ich, man hat ein günstiges Angebot für eine andere Wohnung, all dieses. Man sieht hier auch vielleicht, dass man über andere Personen zu diesem Angebot kommt. Und guckt mal, das Haus hier korrespondiert dann noch mit den Blumen im Haus der Sense. Also hier kann sich ganz schnell was ganz Günstiges ergeben. Spannend ist jetzt auch tatsächlich bei diesem Blatt, dass man hier so auch die Blockaden sieht, ne, um das Häusliche, um das Umfeld. Und wir haben eben in der Spiegelung, dass man irgendwo auch einen Kampf führt oder die Dinge sind zu teuer oder man zu unpraktisch. Ne? Und es geht eben darum, eine Veränderung im kleinen Bereich oder in Kürze auch herzuführen, wo man tatsächlich das so gestaltet, dass es harmonisch ist für einen. Es ist jetzt halt sehr speziell, aber es ist eine kollektive Energie und von daher ist es immer nicht für alle gültig und dennoch oftmals stimmig, ne? Auch wenn man vorher nicht damit gerechnet hat. Ja, hier geht es darum, dass man relativ zügig an Wissen kommt, dass sich etwas als Instruktion sogar zeigt, wo man etwas Neues gestalten kann. Das ist nichts, was man bisher angedacht hat. Da kommt was völlig Neues. Es kommt plötzlich, es bringt auch plötzlich einen Schwung überall da, wo man dachte, da ist jetzt so die Ruhe. Darf man damit rechnen, dass schnelles Wissen zur Verfügung steht. Möglicherweise habe ich hier bei einigen, dass sich Menschen aus der Vergangenheit melden, mit denen ihr keinen Kontakt mehr hattet und genau die Impulsgeber sind. Es kann auch sein, dass hier sehr viel genesende Energie vorhanden ist, die von außen kommt. Das heißt, ein Umstand, der sich gut entwickelt hat und für uns dann das Mitmachen fördert. Auf jeden Fall ist es sowas wie schnelles Blockaden lösen, schnell in Fahrt kommen, kurze Wege. Klar, wir fragen die nächsten 14 Tage ab. Die Energie, die hier so ein bisschen stressig ist oder auch so, ich weiß nicht, was ich machen soll, mitbringt, die geht hier weg, die liegt im Haus der Mäuse. Es zeigen sich hier Menschen, die vielleicht auch so dieses Potenzial mitbringen, die Ideengeber sind. Das habe ich jetzt auch schon lange gelegt, immer wieder. Neue Freundschaften, die sich anbahnen, gehört ja auch zum Umfeld dazu. Menschen, die ins Leben treten. Ich habe hier Kommunikation, die alles verändert im Prinzip. Ne? Hier kommt ein Wissen, hier kommt eine Erfahrung, hier kommt eine Nachricht, die eine Energie mildert, die Konflikte mitbringt, irgendwo ein Lebenskonflikt, auch wenn man reflektiert und guckt, Mensch, da wollte ich eigentlich gar nicht hinrudern und jetzt bin ich mittendrin. Wir haben im Haus der Nachrichten den Stern drin. Die Aufklärung, die Veränderung, dann auch noch die Nachricht, die alles verändert und Klarheit bringt und die auch eine neue Option hat. Ein Prozess, bei dem man da Wege geht, wo man es vorher vermieden hat, wo man etwas in die Hand nimmt, weil es sein darf, wo man auch Dinge, die an einem genagt haben, das einfach so hingenommen hat. Ne? Zugleich haben wir ein gutes berufliches
Angebot würde ich jetzt nicht mal sagen, eine gute berufliche Qualität einfach. Hier mit dem Stern kommt auch die gute Nachricht, eine Harmonie, die im beruflichen Bereich einzieht. Wir haben die Sonne daneben, kann hier auch für die Selbstständigen gelten. An sich ist es so, dass wir hier vielleicht auch Auftragsgeber aus dem Freundeskreis haben im selbstständigen Bereich oder neue Menschen, die Aufträge bringen. Wir haben hier so ein bisschen das Ding, mache alles wie immer, mache hier nicht so die großen Experimente, sondern mach mal im Moment alles wie immer, dann bleiben dir die Dinge treu. Und ich sehe hier, dass ein Weg, in den man sehr viel investiert hat, beginnt. Das ist ja ein Prozess, der in den nächsten 14 Tagen beginnt, der auch das berufliche und finanzielle und auch alle finanziellen Verbindlichkeiten irgendwie mit Intus hat. Wir haben hier das gute Geld, das man erarbeitet, auch wenn man vielleicht jetzt jongliert hat. Wenn man vielleicht auch nicht mehr an das Gute glaubt. Das ist ja auch sehr, sehr individuell an die gerichtet, die denken, ich komme finanziell eh nicht mehr anders hin, meine Wünsche werden nicht erfüllt, es gibt keine Veränderungen zu meinen Gunsten. Der Neubeginn geht hier raus, was mir auch ganz klar ist, denn hier liegt der Sicherheitsschlüssel drin. Das, was hier kommen soll, kommt sowieso. Möglicherweise durch schicksalshafte Umstände im Umfeld oder auch vom Gegenüber. Es kann hier auch den Arbeitsbereich, die Vitalität vom Gegenüber betreffen. Und da sind viele Fragen dabei, was man auch mit den Finanzen macht. Und dennoch entwickelt es sich hier, auch wenn man nicht dran glaubt, in Richtung der Träume. Ne? Hier haben wir das Leben, die Berufung, die Lebensenergie, die Schattenthemen. Das hat was damit zu tun, mein Gott, wie konnte ich das hinnehmen? Mein Gott, warum habe ich da nicht früher was gemacht? Mein Gott, mein Gott. Ne? So dieses, ihr guckt euch an, was wollte ich alles umsetzen und was habe ich dann gemacht? Ne? Am Ende gar nichts, weil ich den Mut nicht hatte. Und jetzt kommt so dieses Ding, ich muss die Chance nutzen oder ich will die Chance nutzen. Die Wunscherfüllungskarte liegt hier im Hause der Sicherheit. Man darf damit rechnen. Sie liegt unter dem guten Stern. Das sind wirklich Nachrichten, die alles verändern können. Auch alle Lebensthemen so mit dabei. Ne? Also wenn jetzt jemand denkt, ich würde gerne umziehen, aber vielleicht habe ich die Kohle nicht dazu. All das wird hier angezeigt. Oder ich würde am Arbeitsplatz gern was verändern, weil ich sehr viel investiere und weil ich ungute Gefühle damit habe. Und ich möchte aber nichts verändern, weil ich nicht weiß, wo ich lande. An alle, die geht hier ein Weg auf ein Wissen, eine Instruktion, das sich eröffnet. Sehr schön eigentlich. Es wird auch hier, ich sag mal, Konflikte in der Liebe werden hier angesprochen. Ne? Was gibt jeder von sich mit? Wo schrammt man am Ende aneinander vorbei? Und wo geht etwas aus der Verwundung raus wieder mehr zusammen? Wir nehmen mal noch ein Krafttier für die Legung. Die Entfaltung mit der Hummel. Guckt euch mal an, wir haben hier im Hause des Karmas den Baum drin. Hier haben wir den Ruhestand und in Würde altern. Hier kann wirklich Erleichterung kommen, die das ganze Umfeld betrifft und das Arbeitsleben und wo eben Dinge aufgehen, die einen dann doch machen lassen, anstatt zu warten. Ne? Auf der Karte steht jetzt klar und deutlich, stehe jetzt für deine Visionen ein. Man erhält neue Impulse, man hat so Aufbruchsstimmung, man hat förmlich Hummeln im Hintern. Ne? Das ist richtig gut, was sich da auftut, was für Prozesse sich da entfalten. Hier darf man auch loslassen, ja? Den Blickwinkel nicht so verbissen halten, das Herz öffnen für die Freude und die Weite und auch vor allem für die Umgebung. Das Gespräch suchen, fruchtbaren Austausch, das sind hier die Nachrichten, die alles verändern.
Hier kommen Botschaften, Hinweise, wichtige Kontakte, die zur Erfüllung unserer Träume einen ganz anderen Weg entstehen lassen können. Da kommt Aufatmen, da öffnet man sich und wird geführt und geht seinen Weg. Eigentlich das sind unerwartete Möglichkeiten ohne Ende. Ich kann es auch nicht ändern, das liegt halt so. Man könnte ja meinen, man redet immer alles schön, aber es liegt halt so. Da kommt die Brennnessel, Kümmernisse fliegen davon. Hier gibt es ein reinigendes Feuer für alles Belastende, auch körperlich, ne? Fließt die Energie wieder besser und wird gereinigt. Und gerade wenn wir jetzt nochmal das Umfeld oder das Haus angucken, habe ich hier die Stabilität, das Wohlfühlen und auch die Finanzen, die man dazu braucht. Warum auch immer oder woher auch immer, ich weiß es nicht. Ne? Es geht dann hier auch schon um das verbindliche Geld, das heißt, es ist das Geld, das auf jeden Fall immer zur Verfügung stehen muss, jeden Monat. Okay, wir nehmen noch ein Vögelchen. Die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Damit hören wir jetzt auf. Ich bin dankbar für diese Legung, weil natürlich macht sich auch jeder von uns Gedanken, wie verbringe ich mein Alter, wie geht es mit mir weiter, kann ich mir alles noch leisten, kann ich meine Grundbedürfnisse befriedigen. Das sind Themen, die hier sehr drückend auch sind, ne? Die hier endlich auf einen Weg kommen. Und das kündigt sich die nächsten 14 Tage fürs Kollektiv an. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.